Hare Krishna, herzlich willkommen. Hier sind wir heute unter einem Kadamba-Baum. Das ist ein typisch indischer Baum, dessen Blume sehr speziell aussieht, und zwar wie ein Ball. Und zu diesem Baum gibt es eine Geschichte, die möchte ich euch jetzt erzählen. Heute möchte ich die Geschichte erzählen von Krishna und Kaliya. Und diese Geschichte ist, wie gesagt, verbunden mit dem Baum. Die Geschichte beginnt an einem ganz besonderen Tag, und zwar an Balarams Geburtstag. Übrigens, es ist nicht direkt dieser Baum, aber ein Kadamba-Baum, der heute, glaube ich, noch sogar in Vrindavan zu finden ist. Also wie gesagt, die Geschichte beginnt an Balarams Geburtstag. Mutter Rohini, die Mutter von Balaram, wollte an diesem Tag, dass Balaram nicht mit den anderen Kuhhirtenjungs in den Wald geht, denn Balaram sollte Spenden verteilen an die Brahmanas und seinen Geburtstag so ehren. Mutter Yashoda war ganz aufgeregt. Der große Bruder von Krishna soll heute nicht mit in den Wald und kann also auch nicht auf Krishna aufpassen. Und sie war sehr aufgeregt und sie unterwies die anderen Kuhhirtenjungs, dass sie Krishna immer schön in die Mitte nehmen sollten, dass die anderen Kuhhirtenjungs ihn auch gut beschützen konnten und sie sollten um Vishnus Willen doch auf ihn aufpassen. Also sie war wirklich aufgeregt, weil bis jetzt hatte sie immer die Beruhigung, dass wenn Balaram, der große Bruder, dabei war, wird schon alles gut gehen. Krishna machte sich da natürlich überhaupt keine Sorgen und wie jeden Morgen gingen sie alle zusammen mit ihren Kühen in den Wald. Sie gingen an diesem Tag Wege, die sie vorher noch nicht gegangen waren, und wie jeden Tag spielten sie. Eigentlich spielten sie die ganze Zeit und die Kühe waren einfach mit dabei und sie passten ein wenig auf, dass ihnen auch nichts passiert. Und sie spielten. Was spielten sie? Sie spielten Verstecken, sie spielten Wettrennen, sie spielten, wer kann die besten Tierstimmen nachmachen. Sie spielten, wer ist als erstes bei Krishna? Sie spielten viele verschiedene Dinge und vertrieben sich so die Zeit und den Tag. Und als die Sonne langsam stärker wurde, wollten sie eine Rast machen. Sie bekamen Durst, die Kühe hatten Durst und die Kinder hatten Durst, die Kuhhirtenjungs hatten Durst. Also gingen sie Richtung Yamuna. Sie kamen heute an eine Stelle, an der sie vorher noch nie waren. Doch an dieser Stelle lebte Kaliya. Kaliya war eine Schlange. Die Yamuna bildete an dieser Stelle einen See, einen großen See. Und Kaliya hatte sich dorthin geflüchtet, als er von Garuda flüchten musste. Denn Garuda hatte einmal einen Fluch erhalten, dass er nicht mehr in die Yamuna gehen durfte. Und Kaliya hatte Garuda verärgert, also Kaliya wusste von dem Fluch und flüchtete sich nun in die Yamuna, dass Garuda ihn nicht finden konnte. Doch Kaliya war nicht irgendeine Schlange, Kaliya war eine riesengroße, 100-köpfige, schwarze, giftige Schlange. Und ihr Gift hatte das ganze Wasser vergiftet. Es hatte das ganze Wasser so sehr vergiftet, dass giftige Dämpfe aus diesem Wasser herausströmten. Und selbst die Dämpfe waren so giftig, dass wenn Vögel über die Yamuna an dieser Stelle drüber flogen, sie fielen tot in den Fluss hinein. Der Sprühnebel von dem Wasser hatte die ganzen Bäume drumherum, die ganzen Gräser, die ganzen Pflanzen drumherum so sehr vergiftet, dass alles schwarz und grau wurde. Die Jungen jedoch bemerkten dies gar nicht. Sie gingen einfach zum Fluss, tranken, genau wie die Kühe. Und in dem Moment, als das Wasser ihre Lippen berührte, fielen sie bewusstlos um. Krishna kam nach einiger Zeit auch zum Fluss und dachte, was ist denn hier geschehen? Er sah seine toten
Freunde und die Kühe und was ist denn hier geschehen, was ist denn hier geschehen? Er, durch seine mystischen Fähigkeiten, verwandelte sich in viele Krishnas, beugte sich zu jedem einzelnen Kuhhirtenjungen und zu jeder einzelnen Kuh. Und allein durch seinen Blick wurden sie wieder lebendig. Dann sagte er, meine lieben Freunde, was immer jetzt geschieht, ihr stellt sicher, dass die Kühe nicht ins Wasser gehen. Ich bin gleich wieder da. Die Freunde waren noch ganz benommen. Was war denn geschehen? Was war denn geschehen? Sie waren gerade bewusstlos. Jetzt sind sie wieder wach. Und jetzt sagt Krishna, sie sollten darauf aufpassen, dass sie nicht in den Fluss gehen. Okay, sie versuchten zu verstehen und zu folgen. Und sie sahen, wie Krishna auf einen Baum kletterte. Und zwar auf einen Kadamba-Baum. Nun gibt es zwei Varianten. Die eine Variante der Geschichte ist, dass Garuda vor langer, langer Zeit einmal Nektar auf diesen Baum hatte tropfen lassen, sodass genau dieser Baum nicht von dem Gift von Kaliya beeinflusst worden war und er noch grün war. So wie man ihn hier sieht, mit den ganzen schönen Früchten und den grünen Blättern. Die andere Variante ist, dass als Krishna auf diesen Baum kletterte, fing er wieder an zu blühen und zu grünen. Also sobald Krishna den ersten Schritt mit dem Fuß den Baum berührte, bekam auch der Baum seine Lebensenergie wieder. Und sofort kamen die gelben Blätter, sofort kamen die Kadamba-Blüten. Und er kletterte bis nach oben in die Krone. Er zog seinen Gürtel fest, er richtete seinen Turban, er schwang die Arme wie ein Ringkämpfer. Ist mein Mikrofon runtergefallen? Okay. Er schwang die Arme wie ein Ringkämpfer und sprang in die Yamuna. In dem Moment, als er in den Fluss sprang, gab es eine riesengroße Welle. Eine Welle, die schwappte über. Es war so, als wäre ein riesengroßer Berg in den Fluss gefallen. So eine Wucht, so eine Power hatte das. Und das ist ja nicht verwunderlich, denn Krishna ist der Ursprung der Stärke. Und dann fing er an zu schwimmen. In dem Wasser, das nur ein kleiner Tropfen ausgereicht hatte, dass die Kuhhirtenjungs, als das Wasser die Lippen berührte, in Ohnmacht gefallen sind. Genau in dem gleichen Wasser schwamm Krishna nun und er machte Lärm und er trommelte und er sportete in diesem Wasser herum wie ein junger Elefant. Das hörte natürlich Kaliya, die Schlange, und dachte, was ist das? Wer ist hier in meinem Fluss? Wer ist hier in meinem Bereich? Und er spürte Zorn in seinem Herzen aufkommen und er ging zu der Stelle, an dem dieses ganze Tohuwabohu stattfand, und er sah Krishna. Und im ersten Augenblick war er fasziniert. Er sah Krishna mit seinem leuchtenden Körper, seinen wunderschönen Lächeln, seinen goldenen Kleidung, seinem Turban, seinen schönen Schmuck mit dem Kaustuba-Juwel, dem Srivatsa-Zeichen auf der Brust, den Lotusaugen, dem bezaubernden Lächeln, habe ich, glaube ich, schon gesagt. Doch dann kam wieder der Zorn in seinem Herzen und er wollte diesen Eindringling in sein Revier töten. Also versuchte er, Krishna zu fangen mit seinen 100 Köpfen. Manche sagen übrigens auch, er hat 1000 Köpfe und es gibt Beschreibungen, er hatte 100 Hauptköpfe und 1000 Nebenköpfe sozusagen. Hare Krishna. 100 Hauptköpfe, 1000 Nebenköpfe. Und mit diesen Köpfen versuchte er nun Krishna anzugreifen.
Er spritzte Gift. Er kam von allen Seiten. Doch irgendwie konnte er Krishna nicht kriegen. Er konnte es einfach nicht schaffen, Krishna zu schnappen. Und so wurde er immer müder. Als Krishna merkte, dass Kaliya langsam müde wurde, sprang er auf einen seiner Köpfe. Uhr. Da schon. Jetzt geht er in das Singadev-Alter auf. Er sprang auf einen seiner Köpfe. Kaliya hatte auf jedem seiner Köpfe einen Rubin, einen roten Stein, der leuchtete. Und dieser Rubin leuchtete nun auch Krishna von unten an. Aber natürlich ließ Kaliya es nicht einfach so zu, dass Krishna jetzt auf seinem Kopf herumtrampelte. Natürlich kamen die anderen Köpfe und wollten ihn immer wieder schnappen, wollten ihn immer wieder herunterstoßen, wollten ihn immer wieder mit seinem Gift vergiften. Doch jedes Mal, wenn ein anderer Kopf kam, sprang Krishna auf diesen Kopf. Und er sprang hart auf diesen Kopf, er trampelte richtig drauf. In der Zwischenzeit waren die Einwohner von Vrindavan alarmiert worden, denn sie sahen Omen, schlechte Omen. Mutter Yashoda war ganz aufgeregt. Sie war sowieso schon aufgeregt, dass Balaram an diesem Tag nicht mit in den Wald gegangen war. Und nun war sie extra aufgeregt, weil ganz Vrindavan war voller schlechter Vorzeichen. Nicht nur Mutter Yashoda hatte diese Vorzeichen gesehen, auch die anderen Einwohner hatten diese Vorzeichen gesehen. Und Mutter Yashoda ging zu Nanda Maharaj und sagte, wir müssen Krishna finden, wir müssen Krishna finden, irgendetwas ganz Schlimmes ist geschehen, wir müssen Krishna finden. Hare Krishna, Mataji. Irgendetwas ganz Schlimmes ist geschehen. Und das ganze Dorf von Vrindavan machte sich auf, um Krishna zu finden, inklusive aller Tiere übrigens. Sie folgten den Fußspuren, die Krishna hinterlassen hatte. Niemand in Vrindavan, kein Lebewesen, kein Wind, kein Blatt traute sich nämlich die Fußspuren, die Krishna im Sand hinterlässt, wegzuwischen. Also konnten Mutter Yashoda und alle anderen Einwohner von Vrindavan den Fußspuren folgen und sie folgten und Mutter Yashoda war auf dem ganzen Weg schon der Verzweiflung nahe. Balaram, der ja bei den Einwohnern von Vrindavan war, versuchte sie zu beruhigen. Er wusste, Krishna konnte nichts geschehen, Krishna ist die höchste Persönlichkeit Gottes und er fing sogar an zu lachen und hey, alles nicht so schlimm, ist Krishna, alles gut. Aber die Einwohner ließen sich nicht beruhigen. Sie kamen also beim Fluss an und dort sahen sie, wie Krishna gefangen war. Sie sahen, wie Krishna von Kaliya gefangen war. Das habe ich vorher vergessen zu erzählen. Krishna ließ sich nämlich fangen von Kaliya, wie ein normaler Junge. Und genau zu dem Zeitpunkt, als Krishna von Kaliya mit einem seiner Köpfe gefangen wurde, genau zu dem Zeitpunkt kam Mutter Yashoda und die anderen. Und das heißt, für 2 Stunden blieb er so. Er blieb so gefangen. Diese riesige Schlange mit diesen 100 Köpfen ragte aus dem Fluss. Ein kleiner lebloser Krishna in einem seiner Köpfe. Und die ganzen Einwohner von Vrindavan standen am Ufer. Die Kuhhirten wollten ins Wasser. Die Kuhhirtenjungs wollten ins Wasser. Aber als sie ins Wasser gehen wollten, um Krishna zu retten, sahen sie, dass die Kühe ihnen folgen wollten. Und Krishna hatte ja gesagt, sie durften nicht ins Wasser. Die Kühe, sie sollten darauf aufpassen, dass die Kühe nicht noch einmal ins Wasser gehen. Also blieben sie zurück und sie konnten nichts anderes als weinen. Und sie weinten und weinten. Und als dann Mutter Yashoda und die Kuhhirten Männer ankamen, Mutter Yashoda fiel sofort in Ohnmacht, als sie ihren leblosen Krishna in den Armen sah. Und die Kuhhirtenmänner, sie wollten auch reinrennen und Krishna retten. Doch da
vervielfältigte sich Balaram. Und Balaram stellte sich vor jeden einzelnen Kuhhirten hin und hielt ihn auf, sodass sie nicht in die Yamuna hineingehen konnten. Er stellte sich vor sie hin und ohne ein Wort zu sagen, hielt er sie einfach auf. Es war ein riesengroßes Weinen, es war eine riesengroße Trauer. Sie konnten das nicht mehr mit ansehen. Und dann, als Krishna merkte, es ging jetzt wirklich zu weit, dann befreite er sich von Kaliya und dieses ganze Spiel, was ich vorhin erzählt habe, mit dem Fangen und dem ging los. Und als Kaliya nun müde wurde, sprang Krishna auf seine Köpfe und ein Kopf versuchte ihn herunterzustoßen und ein anderer Kopf versuchte ihn herunterzustoßen. Und nun kamen neue Emotionen in den Einwohnern von Vrindavan auf. Denn Kaliya mit seinen roten Rubinen auf dem Kopf und diesem tanzenden Krishna auf ihm drauf, das sah alles aus wie eine riesengroße, lebendige, wunderschöne Bühne, die von unten mit rotem Licht angestrahlt wurde. Und Krishna, der beste Tänzer aller drei Welten, des Universums, der spirituellen Welt, tanzte nun auf dieser wunderbar rot beleuchteten Bühne einen wunderbaren Tanz. Und die Einwohner von Vrindavan waren einfach nur über diese Schönheit erstaunt, die sie jetzt sahen. Doch während Krishna tanzte, trat er mit seiner vollen Kraft auf die Köpfe und so wurde Kaliya müder und müder und gebrechlicher, bis er schließlich in Ohnmacht fiel und ganz knapp daran war, den Körper aufzugeben. In dem Moment kamen die Frauen von Kaliya. Sie kamen angeschwommen und baten Krishna, bitte Krishna, töte unseren Ehemann nicht. Was sollen wir denn ohne unseren Ehemann machen? Wir sind auf seinen Schutz angewiesen. Bitte, töte ihn nicht. Und so gewährte Krishna den Damen, den Ehefrauen von Kaliya den Wunsch. Kaliya kam dann auch wieder zu Bewusstsein, entschuldigte sich bei Krishna, denn er spürte, dass das nun kein gewöhnlicher kleiner Junge war, der ihn so zugerichtet hatte. Er entschuldigte sich und Krishna sagte, okay, du kannst am Leben bleiben, aufgrund der Gebete deiner Frauen, aber du musst die Yamuna verlassen. Und Kaliya hat gesagt, aber wenn ich die Yamuna verlasse, dann kommt Garuda und tötet mich. Und Krishna hat gesagt, nein, Garuda wird dich jetzt nicht mehr töten, denn er wird meine Fußspuren auf deinem Kopf sehen. Und dadurch wird er dich nicht mehr töten. Er wird sehen, du stehst unter meinem Schutz. Und so tauchten die Ehefrauen noch einmal unter, schmückten Krishna mit allen möglichen Geschenken, Juwelen, wunderbare Steine. Und dann verabschiedeten sie sich und sie gingen. Es heißt, dass Kaliya sogar heute noch lebt in der Nähe der Fidschi-Inseln. Vielleicht. Und dann kam Krishna aus dem Wasser, als wäre fast nichts geschehen. Wunderschön geschmückt von den Frauen von Kaliya kam er aus dem Wasser. Mutter Yashoda stürmte auf ihn zu, umarmte ihn, weinte Tränen. Es wurden gleich Pujas zu seiner Sicherheit abgehalten und er wurde mit Kudung eingeschmiert, um ihn zu reinigen und alles Mögliche wurde gemacht, um ihn zu beschützen. Und dann gingen alle Einwohner von Vrindavan zusammen mit Krishna wieder nach Hause, nach Vrindavan und erzählten sich noch lange die Geschichte von Balarams Geburtstag, an dem Krishna mit Kaliya gekämpft hatte. Haribo, Hare Krishna. One fun fact. Bei der Blüte, normal sieht man ja immer den Stiel irgendwo, wo der Stiel rauskommt, wie beim Apfel oder beim Pfirsich. Aber man sieht hier kein
Kein Ansatz, wo der Stiel dran war. Das ist eine perfekte Kugel. Und zu dieser Zeit haben die Deities im Tempel, Radharani und Krishna, haben meistens auch eine Singadev. Goranga wahrscheinlich auch. Ja, Goranga habe ich auch schon gesehen. Gelandet. Die haben Girlanden aus diesen Blumen, diesen Ballblumen. Let's play. Wow. Was an? Trickshots hier oder was? Kühe essen das sehr gerne, wenn die dann so matschig werden, essen die das sehr, sehr gerne. Und die riechen auch sehr intensiv, wenn die ganz frisch sind. Riecht mal. Riecht mal.